das ist eine Soße. Schau mal, wie die glänzt. Guck mal. Heute wird mein Essen richtig gut. Ach, Herr Güngermüll, sind Sie mal wieder in Kassel? Ja! So, und jetzt will ich dir mal zeigen, wie man Suppen kocht. Ich habe für dich heute Sellerie-Birnensuppe mit Blauschimmelkäse. Ich hasse Blauschimmelkäse. Ehrlich? Oh, furchtbar. Okay. Wirklich. Ja, wird lecker werden. Rehschulter, wenn die gut ist, das für mich, oh, das Gericht. So sieht es aus. Guten Appetit. Mit der Soße hast du ein bisschen rumgegeizt. Ja, du. Hey, Rainer! So machst du To Go. Heute bin ich gut drauf. Der Rainer, die Manuela, der René, die werden was Leckeres zu essen kriegen. Jeder Koch sollte 3 Dinge haben. Das ist A, Talent, B, Begabung, C ist wieder Talent. Ui, geht aber ganz schön ab, du. Das habt ihr nicht gesehen, das habt ihr nicht gesehen. So, ja, hallo und herzlich willkommen bei Koch's anders. Normalerweise bin ich ja bei Familien und koche denen ihr Lieblingsrezepte nach. Aber in Corona-Zeiten wollen wir ja niemanden gefährden. Deswegen Safety First. Und ich habe mir als Alternative überlegt, was bietet Kassel so als To-Go an? Ne? Essen mitnehmen oder liefern lassen. Und ich habe hier tolle Kollegen, das sind auch Profiköche. Und die behaupten, das, was wir machen, ist das Beste in Kassel. Der Ali, der kann das nicht toppen. Ich bin gespannt. Guck mal, Suppenplantage. Suppe als Vorspeise im kalten Winter. Was willst du noch mehr? Jetzt schauen wir mal hier. Oh, rote Linsensuppe, orientalisch gewürzt. Gulaschsuppe esse ich auch sehr, sehr gerne. Die Preise sind auch sehr human. Da gehen wir gleich rein. Ich bin Manuela Arndt, ich bin gebürtige Nordhessin und habe die Suppenplantage in Kassel seit Mai 2017. Also wir in der Suppenplantage haben einerseits natürlich als Hauptgeschäft die Suppen und aber auch Tagesgerichte, Salate, Milchreis, was Süßes. Und die Kunden können sich aktuell die Suppen bei uns abholen in unseren schönen To-Go-Gläsern. Und wir fahren auch mit dem Suppenkurier, mit einem E-Bike, mit Unterstützung von ein paar Studenten, die mir jetzt helfen, durch die Gegend und liefern aus. Ich bin keine gelernte Köchin. Ich bin von Haus aus Hotelfachfrau und habe dann auch Betriebswirtschaftslehre studiert und habe mir das jetzt mit den Suppen angeeignet einfach. Ich habe ca. 30 wechselnde Suppen im Angebot und das ist mein Gemüseeintopf. Das kriege ich hin mit den Rezepten von meiner Mutter, was sie mir mitgegeben hat von zu Hause, aus der Haushaltsküche oder halt eben Freunde, Bekannte und aus Rezeptbüchern dann ganz klassisch. Diese Verbindung von meinem Handwerk, von der Hotellerie, Gastronomie und dem Bio-Regional ist für mich der absolute Traum und ich kann es gar nicht besser getroffen haben. Ich bin gespannt, was Ali aus meinen Suppen noch mehr rauszaubern kann, weil ich finde sie so schon ziemlich gut. Hallo! Hallo! Hi, ich bin Guten der Tag. Ali. Hallo, ich bin die Manuela. Hi Manuela, grüß dich. Grüß dich. Na, was hast du hier außer Suppen alles noch? Ja, wir haben auch noch Tagesgerichte und Salate, aber unser Hauptding ist natürlich die Suppe. Und jetzt will ich dir mal zeigen, wie man Suppen kocht. Ich esse Suppen sehr, sehr gerne. Ne? Ich habe für dich heute 2 ganz besondere noch, die wirklich saisonal sind, regional saisonal. Hast du eine Tagessuppe? Genau, die Tagessuppe für dich. Einmal eine Rotkohlsuppe mit Apfel und obendrauf kommt glasierte Maronen. Ja. Und die Sellerie-Birnensuppe mit Blauschimmelkäse. Würde dich das ansprechen? Ich hasse Blauschimmelkäse. Ehrlich? Oh, furchtbar. Okay. Wirklich, ganz schlimm. Okay, dann kann ich kann sie dir ohne, aber das ist eigentlich schon der Pfiff. Nee, weißt du was? Du gibst mir das so, wie du es meinst, dass es so am besten schmeckt. Okay.
Bitteschön. Dankeschön. Wir dürfen ja aktuell leider dich nicht hier drin begrüßen. Alles gut. Dann kannst du das mal schon mal probieren. Ich komme dann gleich nach. Ne? Ich gehe raus zu dem Suppentopf. Genau, perfekt. Der Empfang war sehr schön. Ich habe mich gleich wohlgefühlt und ich hatte auch Hunger. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sehr gute Kombination. Rotkohl und Marone, das passt sehr gut zusammen. Das ist eigentlich fast ja, keine Suppe, sondern eher so ein Eintopf, sage ich jetzt mal, der püriert ist. Bitte, was Scharfes ist da drinnen? Das ist Chili oder was ist das? Köstlich. Ingwer ist. Ach, jetzt weiß ich. Die Schärfe kommt vom Ingwer. Da ist Ingwer drinnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Premiere. Blauschimmelkäse. Wow. Ali, hast du schon probiert? Na, ich probiere schon. Ja, gut. Oh, trotz Blauschimmelkäse. Nur weil du so sympathisch bist. Danke. Sonst nicht, aber es passt sehr gut Hast, dazu. ja, hast schon was rausgeschmeckt? Apfel, Sellerie, Blauschimmelkäse schmecke ich raus. Ja. Oh, gut geraten. Und etwas Kümmel. Und etwas Kümmel, ein bisschen Muskat und eben als Basis wie eine Kartoffelsuppe. Ne? Also zunächst brate ich Zwiebeln und Ingwer an. Das ist bei beiden auch gleich die Grundsuppe. Dann ein bisschen Kartoffeln. Lauch, Sellerie, Möhren kommt auch bei beiden rein. Und bei der Selleriesuppe kommt dann halt eben ein sehr großer Anteil Sellerie und zusätzlich noch Birnen. Am Ende mit Kokosmilch ein bisschen verfeinert und Gewürze. Bei der Rotkohlsuppe ist dasselbe, halt eben, nur halt eben ein ganz normaler Anteil Sellerie und dann halt der große Rotkohl rein, auch wieder mit etwas mehr Kokosmilch. Und da kommen noch Nelken rein. Und ein bisschen Rotwein habe ich noch bei der Zufluss. Mit der Nelke hast du sehr fein, mit sehr viel Gefühl gearbeitet. Ja. Bisschen zu Rotkohl, passt super dazu. Schön. Du hast beide Suppen sehr köstlich gemacht. Obwohl ich bei dem Rotkohl vielleicht einen Tick mehr Salz mir gewünscht hätte. Nochmal, ja. Aber für meinen Geschmack. Okay, ja. Nicht, aber nicht, ne? Ich hatte schon erst eigentlich die Idee, die Salz- und Pfefferstreuer mit rauszunehmen, weil ich finde es einfach total okay, wenn jemand ein bisschen mehr Würze braucht. Weißt du denn schon, aus welcher Suppe du gerne was bereiten würdest? Ich weiß es noch nicht. Du weißt noch nicht. Okay. Nee, Also, ich muss erst mal gucken. du kannst ja im Prinzip auch mal drüber schlafen. Du kochst ja morgen dann erst. Und da würde ich dir empfehlen, weil morgen ist Freitag, ist hier der Wedheider Platz voll mit Ständen. Schön. Da kannst du alles bekommen, was ich in der Suppe drin habe. Ja, Kannst du frisch einkaufen. vielen Dank für den Tipp. Aber sag mal, bist du zufrieden mit deinem To-Go-Geschäft? Ja, also natürlich ist es kein Vergleich zu normal, ganz klar. Ne? Aber das To-Go wird gut angenommen und ich habe die Öffnungszeiten tatsächlich auf das Mittagsgeschäft reduziert. Und das rechnet sich seitdem auch besser. Also Kaffee, Kuchen nachmittags ist eigentlich einfach nicht unser Geschäft. Und das habe ich mich vorher auch nicht getraut, das wegzulassen, weil ich dachte, ich muss alles anbieten. Corona Ja. hat mich persönlich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ja, Dieses immer höher, schneller, weiter, genau. das muss man Ja, gar nicht. Ja, ja. Also weniger ist mehr und dafür geht es dir Richtig. gesundheitlich Ja. gut. Und du musst dich irgendwie nicht den ganzen Tag rumhetzen und von einem Termin zum nächsten. Genau. Liebe Manuela, vielen Dank für die leckeren Suppen. Ich möchte dir auch was Gutes tun. Ich lade dich morgen in den Renthof ein. Rainer Holzauer ist nicht nur ein Kollege von mir, sondern mittlerweile auch ein Freund von mir. Und der hat mir seine Profiküche zur Verfügung gestellt. Schön. Weil dich jetzt nach München einladen, ist ein bisschen schwer. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf dich. Ja, freue mich. Tschüss. Bis morgen. Ja. Ciao. Tschüss. Das Pago, schönen guten Tag. In München ist mein Restaurant. Als ich 2014 das Pago eröffnet habe, wusste ich nicht, wie das Pago anlaufen wird. Ich habe auch Ängste gehabt. Durch sehr viel Fleiß, durch sehr viel Ehrgeiz, durch sehr viel Disziplin habe ich das Restaurant auf Vordermann gebracht. Die Küchenrichtung, die wir hier im Pago praktizieren, ist eine Mischung aus meiner Kindheit, aus meiner Herkunft. Ich nenne das so Medio-Oriental, nenne ich das. Ja. Und da kommt alles vor, alles, was der Ali erlebt hat, alle Geschmäcker, die der Ali von früher noch kennt. Daraus mache ich eine Mixtur und habe da meine eigene Handschrift. Top-Qualität, einfach mega.
Ich habe ja auch eine Truppe hier von 18 Leuten und jeder darf seine Ideen mit einbringen. Ich finde, nur gut kochen reicht nicht mehr. Die Gäste wollen auch das Drumherum haben. Die wollen natürlich den Koch sehen. Jedes Haus, jedes Restaurant muss eine Seele haben. Meine Ausbildung habe ich im Gasthaus am Rosengarten gemacht. Das war eine einfache, gute bayerische Wirtschaft. Ja. Hier hat es alles vor 30 Jahren begonnen. Wahnsinn. Als ich damals mit 14 Jahren dort angefangen habe, da war ich so ein kleiner Knirps, haben sie immer mich genannt. Und jetzt bin ich ein gestandener Mann, bin zwar auch nicht viel größer, aber trotzdem habe ich auch ein bisschen was in meinem Leben erreicht. Meinen Input hole ich mir, wenn ich frei habe. Da fallen mir eigentlich so, in der Zeit, wo einfach viel Ruhe ist, wo ich mit mir bin, fallen mir am meisten oder die besten Gerichte ein. Aber natürlich auch, wenn ich unterwegs bin, wie zum Beispiel in Istanbul auf dem Gewürzbazar bin. München hat mir natürlich sehr viel gegeben. Ich bin in München erfolgreich geworden. In München sind meine Kinder, in München ist meine Familie. München und Ali, das gehört zusammen. So, die Vorspeise habe ich, die übrigens sehr, sehr lecker war. Und jetzt geht es weiter mit dem Hauptgang. Und da bin ich jetzt im Bio-Restaurant Weißenstein bei René Müller. Schauen wir mal, was hat er denn alles? Rotkohlroulade mit Kürbis, Tunke, okay? Und Wintergemüse. Rehschulter mit Pilzgremolata, Steckrübe und rote Beete, Schupfnudeln und dann Spaghetti mit Wildbolognese und Reibkäse. Oh, ich glaube, ich nehme die Rehschulter. So, wo ist jetzt der René? Hallo. Hallo Ali. Na, wie geht's dir? Wie läuft's? Ja, Corona-bedingt. Ein bisschen mau, aber wir machen ja außer Haus. Ne? Ich habe gedacht, ich bin in einem Restaurant, aber ich sehe, du verkaufst ja auch Lebensmittel und so. Hast du es umgestellt wegen Corona? Ja genau, wir haben einfach das Konzept verändert. Wir sind jetzt Bioladen mit Bistro. Ach so. Statt Restaurant mit Bioladen. Ich führe das Weißenstein, Kassels erstes Bio-Restaurant seit 4 Jahren. Wir machen eine regionale Bio-Küche mit einem Biomarkt und einem Catering. Das ergänzt sich super. Wir können Gemüse, die wir hier anbieten, Fleisch, was wir hier anbieten, auch direkt in der Küche verarbeiten. Ich bin Koch und Küchenmeister. Ich liebe meinen Beruf und ohne das könnte man es auch gar nicht machen, weil es doch eine sehr fordernde Aufgabe ist. In unserem Bioladen bieten wir eigentlich ein Sortiment aus zum großen Teil regionalen Sachen, aber auch ein bisschen überregionale Sachen. Von Kaffee über Wein, Gemüse, Käse, Fleisch und Brot, Milchprodukte. Zurzeit ist unser Laden das Hauptgeschäft. Das Außerhausgeschäft ist 1/3 vielleicht von unserem Umsatz. Ich habe zwar keine Sterneküche, aber bei uns ist alles Bio. Ja, wir haben täglich wechselndes Angebot an vegetarisch-veganen Sachen. Es gibt immer 2 Fleischgerichte, es gibt immer einen Eintopf und einen Salat. Und da versuchen wir eine schöne Abwechslung reinzubringen für Leute, die jeden Tag was holen. Und wenn das alle nicht schmeckt, dann weiß ich es nicht. Ich habe draußen deine To-Go-Karte gelesen und ich liebe Wild. Ja, Vor allem Reh. genau. Und Rehschulter, wenn die gut ist das für mich das Gericht. Hab Einmal ich. Rehschulter? Hab mir da. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Rehschulter schmeckt. Hey René, Ali, dein Reh. danke dir. Lass dir es schmecken. Bio, ey, gleich im Glasbox. Im Mehrweg, genau. Also geschmorte Rehschulter, Gremolata, meine Schupfnudeln, Steckrübengemüse. So sieht es aus. Guten Appetit. Köstlich. Wie hast du die Schulter gemacht? Wie hast du sie zubereitet? Ach, ganz klassisch, du. Wir machen ja eh eine klassische Küche hier, so ein bisschen abgewandelt.
Die Rehschulter habe ich angebraten. Dazu gibt es dann das Schmorgemüse, also Zwiebeln, Pastinaken und Möhren. Das wird schön mit angebraten, kräftig dunkel angesetzt. Abgelöscht mit Rotwein. Dann lassen wir das nochmal einkochen. Tomatenmark leicht abtomatisieren, anschwitzen lassen und mit Gemüsefond auffüllen. Bei mäßiger Hitze, also leicht köchelnd, muss das 3 Stunden vor sich hin garen. Schupfnudeln habe ich lange nicht mehr gegessen. Ja, dann. Ja, so mit rote Beete gefärbt. Mit rote ne? Beete, genau. Also wir haben rote Beete reingerieben. Das ist dann schon auch ein Geschmack, nicht nur die Farbe. Ne? Die Kartoffeln durch die Presse gequetscht, die Eier dabei, rote Beete zugegeben und Stärke dazu. Ein bisschen mit Salz abgeschmeckt, die Masse gut verknetet. Dann Schupfnudeln geformt. Die Steckrüben habe ich in Stifte geschnitten und mit Schalotten in der Pfanne angeschwitzt. Am Schluss kommt dann ein bisschen Zitronenabrieb drüber und wird mit Salz abgeschmeckt. Für die Pilzkremolade habe ich die Pilze gewürfelt, Schalotte wieder klein geschnitten, in Butter angeschwitzt. Wenn das gut angeschwitzt ist, gebe ich mir geröstete, gestoßene Haselnüsse dazu. Und das ist die Kremolade, die dann übers Fleisch kommt, die dem Fleisch nochmal eine schöne, pilzig, nussige Note gibt. Wenn die Rehschulter fast fertig ist, nehmen wir die raus aus der Soße. Mit der Soße hast du ein bisschen rumgegeizt. Ja, aber das kennst du ja von dir wahrscheinlich auch. Soße ist teuer. Soße ist, ja, wenn sie kräftig sein soll, hast du halt nicht so viel. Aber kannst du auch noch was haben, so ist es nicht. Meine Köche sind immer sauer, wenn der Gast nochmal Soße bestellt. Ja, ist ja kein Getränk, ne? Ist ja Soße. In die Soße geben wir Kasselsaft, also schwarze Johannisbeere. Ein bisschen Apfelsaft kann man dazugeben, dass man noch ein bisschen die Süße bekommt. Und binden die Soße mit Stärke ab. Geben die ganze durch ein Sieb und in Töpfchen und lassen sie noch mal ein bisschen einkochen. Dazu geben wir nachher noch die Ebereschen. Sehr gut. Ich habe für Ali gekocht wie für jeden anderen Gast auch. Und ich gehe mal davon aus, wenn es mir schmeckt, müsste es den anderen auch schmecken. Sehr gut schmeckt. Genau, so Steckrübe ist ja auch so ein typisches Wintergemüse. Und was kostet das Gericht? 19 Euro. 19 Euro. 19 Euro. Ja, aber das ist auch ein guter Preis. Und da steckt auch viel Arbeit drin. Es ist halt ein handwerkliches Gericht. Es ist halt handwerklich Arbeiten. Ne? Es ist einfach, aber trotzdem gut. Ich glaube, wirtschaftlich weiß ich nicht, ob das irgendwie so einen riesen Profit abgibt. Aber er ist mit Leib und Seele dabei und das siehst du auch und das schmeckst du auch. Und ich sage jetzt mal so, solche kleine Unternehmen, ja, solche Leute, die das wirklich mit Herzblut machen, sollte man schon unterstützen. René, mein Lieber, was hat Corona mit dir gemacht? Was hat Corona in dir, sage ich jetzt mal, verursacht? Es ist immer so eine wirtschaftliche Geschichte. Sie sind jetzt eigentlich alle in Kurzarbeit und ich mache das hier alleine in der Küche. Und das ist so ein bisschen das Mango. Ne? Also man ist sich selbst jetzt so der Einzige, der da vor sich hin wurschtelt. Man muss einfach viel umfänglicher leisten. Ich glaube, im Sommer hat man so das Schlimmste überstanden und dann geht es auch wieder weiter. Ja. René, erstmal vielen Dank. Ja, Schmeckt gerne. wirklich sehr, sehr gut. Wo kriege ich jetzt das Reh her? Du hast hier oben... Genau, also ich habe da noch ein paar schöne Stücken Reh. Kannst du dir was aussuchen, wenn du magst? Mach ich. Ich schau mal, was deine Theke hergibt. Genau. Und dann werde ich sowas Ähnliches nachkochen. Ja, da freue ich mich drauf und ich werde es dann auch nachessen. Weißt du was? Rehschulter haben wir heute gegessen oder hast du gekocht. Und ich würde gerne die Karis mitnehmen. Dann, hier, Rehjus, hast du vorbereitet? Ja, von dem Reh aus den Knochen habe ich gestern noch gekocht. Hast du extra für mich gemacht, oder wie? Ich habe dir noch eins etikettiert. Ja. Wir haben Etiketten gemacht, dann gab es gleich eins für dich. Schau mal hier. Also wenn du Lust drauf hast, zum Mitnehmen. Ne? Ja klar, wenn du schon alles Rehjus hinschreibst, dann nehme ich das mit. Das nehme ich sowas von mit. Dann nehme ich hier die Die Ebereschen, die habe ich noch nicht etikettiert. brauche ich nicht. 2 Stück reichen mir.
Ach so, Pilze, genau. Dann gib mir die braunen Champignons bitte. Du kannst ja in der Zeit, wo du jetzt die Champignons holst, Ja. schaue ich mich einfach hier mal um. Also Renés Konzept gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss gestehen, ich überlege wirklich, ob ich nicht so eine Metzgerei aufmache. Komm, du hast dann frische Lebensmittel, hast du daneben noch ein kleines Bistro, da können die Leute da durchschlendern, ein bisschen was einkaufen, auch so an die Nachhaltigkeit denken und das würde mir gut gefallen, ja. Ali, da ist Pfand auf die Gläser, ne? Bitte nicht entsorgen. Nehme ich zurück. Okay. René, vielen Dank. Ich lade dich morgen ein, hier im Renthof in Kassel, Ja? zum gemeinsamen Essen. Ja, manchmal früher Feierabend. Ja, Bis dann, tschüss, Ali. Ciao. Ciao. Mein Problem ist immer, dass ich zu viel im Kopf habe. Also ich habe dann eine Idee im Kopf. It's a beautiful day, it's a beautiful morning. Also bis ich mich endgültig entschieden habe, ja, das ist meistens immer der Tag danach beim Frühstück und dann mache ich meine Liste und dann weiß ich, was ich auch zu kochen habe. Selbst beim Einkaufen ändere ich immer noch manche Sachen. Rest your senses. So, heute kommt es drauf an. Ich bin hier auf dem Markt. Ein super Tipp von der Manuela. Was koche ich? Es gibt als Vorspeise Maronensuppe mit Rotkohl. Und als Hauptgang gibt es Rehrücken, also Karree vom Reh mit Pastinakengemüse, gefüllte Champignons und eine Ebereschen-Soße, Confit. Muss ich noch mal schauen, aber jetzt kaufe ich erst mal ein. Also ich bräuchte bitte Zwiebeln, Sellerie, dann Rotkohl brauche ich bitte, Kartoffeln mehlige, 2 Äpfel, 2 Birnen bitte. Einmal. Und Sie kaufen immer hier ein? Ja, mache ich. Es lohnt sich auch, auf dem Wehleitermarkt einzukaufen. Das ist doch gut sortiert. Ja, und Sie kochen jetzt auch wieder, ne? Ich koche wieder. Das Koch's ist klasse. anders. Mach ich doch. Ich wurde wirklich auch sehr freundlich und sehr herzlich empfangen. Das mag ich und das schätze ich auch. Ja, also, das berührt mich auch ein bisschen, ja. Liebe Grünkohl. Den als Salat. Ne? Viele gehen her und verkochen den Grünkohl. So ist es natürlich klassisch, aber den Grünkohl schön waschen, dann ganz fein schneiden und eine tolle Nussvinaigrette dazu. Es ist wirklich ein super Salat, der wirklich auch sehr gesund ist. Grünkohl hat sehr viele Vitamine. Unbedingt mal machen, ja? Sehr schön. So, eingekauft habe ich. Jetzt hole ich mir noch einen Kaffee to go und noch was Süßes. Ah, hier ist es, Bon Patis. Unseren leckeren Kaffee gibt es auch zum Mitnehmen, sehr schön. Ich bin mal gespannt, was Silvia Kästner und Lea Menneking alles so zu bieten haben. Alles mit Liebe gemacht. Bei uns gibt es die einzigen selbstgemachten Petit Four in Kassel. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe so viel Gutes über euch gehört und ich habe gedacht, ich hole mir jetzt einen Kaffee to go von euch und noch ein kleines süßes Petit Four, oder was hast du denn da alles? Hier habe ich ein Mousse au Chocolat mit Kaffee, Sacher, Cassis mit Praliné, das ist Cassis pur, Himbeer mit Schoko, Himbeerlimette, Maracuja, Mango, Orange. Das sind verschiedene Zitrusfrüchte mit Yuzu und Mandarine, Orange. Ich möchte bitte Mango, ich liebe Mango. Dann ist das Himbeere oder Erdbeere. Mit Limette, Limette, Himbeere. ja, nehme ich auch. Und hier, Kaffee. Ja. Das macht mich jetzt richtig an. Also ich überlege, ob ich auch heute Abend für meine Freunde oder beziehungsweise für meine Gäste was mitnehme. Ja, gerne. Was hast du da hinten? Ist das ist ein Baiser, was ist unten drunter? Eine Tarte au Citron ist das. Ui. Eine Zitronencreme mit einer Baiserhaube im Mürbteig.
Dann nehme ich 4 davon mit und die Eclairs, die machen mich auch nicht an. Ja, die sind mit einer Vanillecreme Ja, gefüllt. perfekt. Genau, das machst du und das esse ich gleich jetzt hier draußen. Oh, das sieht aber super aus. Köstlich sieht's aus. Schau mal. Und ich sehe, Torten macht ihr auch. Genau, wir machen Torten auf Bestellung. Auf Bestellung, okay. Genau, mit einer individuellen Beschriftung. Gibt es auch eine Hochzeitstorte? Macht ihr sowas auch? Ehrlich? Gerne, heiratest du? Also wenn ich heirate, ja, dann, weißt du was, versprochen, dann darfst du meine Hochzeitstorte machen. Ja. Aber das machst du auch. Ja, natürlich. Ja, hier, komm her. Ich habe schon eine nach München geliefert. Echt? Ja, Und wie lange gibt es euch schon? Seit wahrscheinlich 2, 3 Jahren, 4 Jahren? seit 3 Jahren jetzt. Seit 3 Jahren. Genau. Ich bin eine der Chefinnen, ich bin Silvia. Ich mache das noch mit meiner Geschäftspartnerin Lea, die steht da hinten. Hallo Lea. Genau, wir sind von Anfang an Und zu zweit. da ist auch noch jemand. Und wir haben eine Angestellte, die ist auch fast von Anfang an dabei, das ist die Anna. Hallo Anna. Und ihr versteht euch gut. Ich Ja, sehe es. wunderbar. Ja. Also, ich gehe raus, ich gehe jetzt in meinen Kaffee und dein Petit Four und du packst Ich mal ein pack bisschen dir was das ein. ein Ich pack und kleine bring dir Schweinereien raus. ein. Du hast eigentlich gar keine Lust, da reinzubeißen. Eigentlich willst du es, aber auf der anderen Seite sagst du auch, das ist ja eigentlich ein Kunstwerk. Boah, schmeckt das geil. Boah. Wie kann man sowas Gutes machen? Ja, indem man gute Zutaten benutzt und das gelernt hat. Wie in der Küche auch, oder? Ich bin eine Katastrophe in der Patisserie. Für deine Gäste, damit du es nicht selber machen musst. Nein, das mache ich auch nicht. So gut wie du kann ich es nicht. Und ich hoffe auch, dass die Kasseler das annehmen und auch so kleine Manufakturen, für mich ist es eine kleine Manufaktur, dass sie das auch unterstützen. Ja? Vielen Dank. Dann Ich wünsche danke. Ich dir viel Spaß beim Kochen. Erstmal genieße ich das jetzt und dann fahre ich in den Renthof und koche mein Menü. Dann schöne Grüße an Rainer. Mache ich. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Hey, Rainer, grüß dich, mein Bester. Tag, hallo. Ich habe dir, oder beziehungsweise uns, was Willkommen. mitgebracht. Oh, du bist ja Vom Bon Bon Partie. Ja, Super. hallo. Das ist total, du weißt auch, wo es schmeckt, ne? Ja, Großartig. klar. Du, sag mal ganz kurz, warum gibst du mir deine Küche? Machst du kein To-Go? Ich mache schon To-Go, aber im großen Stil. Das können wir hier gar nicht kochen. Das machen wir in unserer großen Küche. Ach so. Aber das zeige ich dir mal. Wir meinen, bei uns in der Brüderkirche ist unser Verpackungszentrum sozusagen. Das zeigst du mir jetzt. Das zeige ich dir. Hallo. Mensch, Rainer, Ali, so machst du To-Go. so mache ich To-Go. Wir machen 7 Gerichte für 7 Tage. Ne, und dann kriegst du so eine ganze Kiste nach Hause gebracht. Schmeißen die Leute, nehmen sich so ein Päckchen, machen sich ihr Menü zusammen und schmeißen das nur ins heiße Wasser. Und in 4 Minuten ist das Ganze heiß. Kannst du essen, legst du auf den Teller. Klasse. Du machst es richtig To-Go im großen Stil. Und, ich habe mich Und gewundert. richtig professionell und alles ohne Konservierungsstoffe und ganz ehrlich gekocht. Ist das Bio? Ist das alles Bio? Nee, Bio schaffe ich nicht für den Preis. Aber was ich total gerne möchte, ist aus der Region schöpfen, nachhaltig arbeiten und dann teilweise Bio. Aber das schaffen wir noch nicht, weil wir noch nicht den Markt dafür haben. Aber da will ich hin. Aber sag mal, das ist jetzt eine Kirche. Das ist die alte Brüderkirche, Ja. die gehört zum Renthof mit dazu. Okay. Und das ist unser Veranstaltungsraum. Normalerweise haben wir hier Tische und Stühle oder haben hier eine große Tagung drin. Aber Gottesdienste finden jetzt nicht statt. Gottesdienste keine mehr, die ist entwidmet. Okay. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich lasse dich jetzt schön weiterhin arbeiten, weil ich muss ja auch arbeiten. Ich gehe jetzt in deine Küche. Da freue ich mich sehr. Also bis gleich. Ciao. Ciao. Kassel to go hat mich sehr überrascht. Das ist sehr vielfältig. Also ich sag mal so, wenn man hier ist, hat Kassel kulinarisch sehr viel zu bieten. Hi, endlich mal wieder in der Profiküche. Schön. Also, Rainer,
dein Reich gehört jetzt mir. Ja, können wir gleich starten. Schön. Ja, die Manuela hat gestern 2 Suppen mir serviert. Die Rotkohlsuppe mit Maronen und eine Sellerie-Apfel-Kartoffel-Birnensuppe. Ich habe mich jetzt entschieden, und zwar werde ich eine Maronensuppe kochen. Als Einlage gibt es noch den Rotkohl oben drauf. Das passt sehr gut zusammen. Ja? Die gute Frühstücksbutter nehme ich jetzt her und nicht an Butter reingeben. Der Herd, der geht ganz schön ab hier, du. Wow. Für die Maronensuppe schwitze ich jetzt das Gemüse an, Sellerie und die Zwiebeln schön in Butter, dann Birne und Apfel dazu. Und jetzt kommen die Maronen dazu. Jetzt lösche ich die Maronen oder das Gemüse, Maronengemüse nenne ich das jetzt, mit einem weißen Portwein ab. Ah, die Brühe kocht auch schon da hinten. Das füllen wir auf mit der Brühe. Rotkohl, den will ich marinieren. In so ganz feine Streifen geschnitten. So, der Rotkohl ist jetzt mariniert. Wie habe ich ihn mariniert? Ich habe Pflanzenöl dazu gegeben, also Pflanzenöl, Himbeeressig, Salz, Zucker, Orangenabrieb. Und ich habe gestern so Eberesche gekauft und ein bisschen was, sage ich jetzt mal, von dem Saft, von der Eberesche habe ich dazu gegeben. Und das lassen wir jetzt einfach so vor sich hinziehen. Ja? Und jetzt geht es weiter mit dem Hauptgang. Der René hat ja gestern eine geschmorte Rehschulter gemacht und ich werde heute ein Rehrücken, Rehkarree zubereiten. Und dazu gibt es ein Kartoffel-Rosmarinpüree. Das werde ich dann in die Champignons schön einfüllen. Und als Gemüse gibt es ein Steckrübengemüse. Ein Steckrübe werde ich mit rote Beete färben. Heute bin ich gut drauf. Aha. Der Rainer, die Manuela, aha. Der René. Werden was Leckeres zu essen kriegen. Aha. Ich liebe Wildfleisch. Liebe Zuschauer, hier dazwischen, das hier ist noch ein bisschen Silberhaut. Und die schneiden wir auch raus, weil sonst das Fleisch oder das Karree nachher beim Anbraten sich zusammenziehen würde. Aha. Und jetzt ist wichtig, wenn man in einem Restaurant Karree bestellt, und da sind auch die Knochen dran, wenn die schön sauber geputzt sind, dann weiß ich, dass der Koch oder der Kollege, der hat das Fleisch in der Hand gehabt und hat auch damit sorgfältig und sauber und souverän gearbeitet. Ne? Die Abschnitte, die schmeiße ich natürlich nicht weg, die werde ich jetzt weiter verarbeiten zu einer Soße. Ui, geht aber ganz schön ab, du. Das habt ihr nicht gesehen, das habt ihr nicht gesehen. So, jetzt werden die Abschnitte hier erstmal in Butter angeschwitzt. Champignons kommen dazu. Jetzt wird es aufgefüllt mit Alice Rejus. Ich habe ihm noch den Rehfond geliefert, hat er daraus eine tolle Soße gemacht. Danke, René. Das ist echt eine große Hilfe, muss ich schon sagen. Die darf ich ja nicht wegschmeißen, da kriege ich 4 Euro. Ich glaube, pro Glas 2 Euro, glaube ich. Mein Pfandgläser habe ich jetzt auch wieder. Auch nicht waschen, das macht der René gerne. Und toll. Bei der Suppe gebe ich jetzt etwas Sahne dazu und lasse dann einfach so vor sich hin köcheln. Perfekt. So, das riecht super. Oh, es klingelt. Ich glaube, das war eine Schalte. Da, Manuela, hallo. Wie kommst du klar? Gut. Für welche Suppe hast du dich denn entschieden? Du, es gibt natürlich keine Rotkohlsuppe.
Es gibt eine Maronensuppe, aber mit Rotkohl. Schau mal, ich zeig's dir mal. Kannst du es sehen? Warte mal hier, schau. Ja, wow. So, ich komme ein bisschen näher. Genau. Und ich muss die Suppe nur noch mixen und du kannst dich langsam schon auf den Weg machen. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Hey. Die Suppe läuft. Jetzt geht's weiter mit dem Kartoffelpüree. Kartoffel-Rosmarin-Püree. Dafür muss ich erstmal noch ein bisschen Rosmarin hacken. Der Rosmarin wird dann schön in der Butter nochmal angeschwitzt, damit die ätherischen Öle rauskommen. So, die Champignons. Die Champignons habe ich jetzt mit dem Püree gefüllt. Jetzt habe ich da so einen Butterfond gemacht. Butter und mit Brühe einfach vermischt und das gieße ich so leicht unten an, damit die Champignons auch von unten garen. Oh, es klingelt. Hey René, grüß dich. Hey Ali, Na? alles klar bei dir? Ja, schau mal, was ich hier mache. Hier, das ist hier Sehr gut. Alis Rejus. Hast du noch mal gut verfeinert, ja? Ja, bisschen, aber die war eh schon fein genug. Also du kannst auch gleich schon kommen. Die Suppe ist fertig, die Vorspeise ist schon fertig. Genau, ich putze gerade die Küche noch fertig und ziehe mich gerade um und dann bin ich bei euch. Ach, brauchst du dich nicht umziehen, komm einfach rein. Ja, genau. Also ich muss jetzt weitermachen, gell? Bis gleich. Ja, gib Gas, bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. Die Haselnüsse schneide ich jetzt klein. Anschließend werde ich sie gleich in Butter leicht rösten. So. Normalerweise koche ich ja bei Familien. Da kommt ja immer jemand rein von der Familie. Hier bin ich ganz alleine. Ich fühle mich schon ein bisschen alleine, ganz ehrlich. Jetzt in Corona-Zeiten ist das so und da muss ich auch durch. Jetzt kommen die Beeren dazu. Nicht zu viel, die sind leicht bitter. Wunderbar. Jetzt wird das Fleisch jetzt angebraten. Ah, traumhaft. Rote Betesaft wird jetzt leicht einreduziert. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das Gemüse schneide, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich nicht. Dann machen wir einfach so einen Halbmond. Nein, Reiners Küche gefällt mir eigentlich sehr gut. Nur ich bin es nicht mehr gewohnt, mit so einer offenen Flamme zu arbeiten. Ich habe in meinem Münchner Restaurant habe ich eine Induktionsküche. Induktionsherde sind nicht so heiß, aber ich brauche die Flamme, ich muss die Energie sehen, die fließt. Und das siehst du beim Induktionsherd nicht. Ständig habe ich Angst, dass ich mir die Pfoten verbrenne, wenn ich ehrlich bin. Ich bin viel heißer als Ali. Und da habe ich echt richtig Angst. Ja, aber ich habe mich vorhin fast verbrannt. Also die Steckrübe, die saugt jetzt schön den Saft von der roten Beete und dann sieht sie auch gleich ganz anders aus. Aber weißt du was, ich gebe einen Schuss Essig dazu, ganz wenig. Nee, wir machen das was anderes. Kein Essig, sondern Fruchtsaft, Orangensaft dazu. Einfach, damit es ein bisschen interessant schmeckt. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch auf die Manuela, René und Rainer warten. Und dann können wir probieren. Ali! Hey wir René, sind bist schon da? Alle da. Okay, dann geht schon mal raus, ich mache die Suppe fertig und dann serviere ich euch die Vorspeise. Bis Perfekt. gleich. So, ihr Lieben, hier ist die Vorspeise. Es gibt eine Maronensuppe mit roh mariniertem Rotkohl und etwas Schnittlauch. Ihr genießt es jetzt und ich bereite den Hauptgang zu. Danke. Guten Appetit, gerne. Ich hatte nur ein bisschen Respekt vor dem Urteil der Kollegen bei der Suppe. Bisschen anders wie meine. Die kann man jetzt halt eher als Vorsuppe. Bei mir ist ja schon auch eigentlich als Hauptgericht gedacht. Ja.
Weil das ist schon so, also eine Maronensuppe isst du schon mal, aber so ein Rotkohl, der da mit Himbeeressig und mit anderen Aromen abgeschmeckt ist, das kriegst du nicht überall. Die Zutaten sind ähnlich, nur halt in einem anderen Verhältnis jetzt hier. Ne? Sehr lecker. Ja. Sehr gut. Ja, was sagst du? Ja, ist gut. Gut. Also vor allem der Rotkohl da dann. Mit der Orange und so, mit dem Orangenaroma. Passt schon gut zusammen. Suppe schmeckt klasse. Die Maronen kommen am Anfang super gut raus. Und nachher das Rotkraut, was mit Orange mariniert worden ist, passt total klasse zusammen. Sehr, sehr lecker. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was uns Ali zum Hauptgang serviert. Ich kann mein Essen selber nicht genießen. Also ich genieße es mehr, wenn jemand anderes für mich kocht, weil durch dieses Kochen, Vorbereitung und Zubereitung und so weiter, ich muss es ja zwischendurch immer probieren. Und das heißt, die Freude, die der Gast hat, die habe ich schon mir genommen. Und das ist manchmal schon ein bisschen auch schade, ja. So, Ladies first. Dankeschön, lieber Ali. Ja. Sieht aber fein aus. Also, es gibt Rehkotelett mit Kartoffel-Rosmarinpüree, dann Steckrübe und was auf der Steckrübe ist, sind geröstete Haselnüsse mit den Vogelbeeren. Guten Appetit. Ja, das waren gute Vorgaben, René. Schöne Zutaten. Die wir Erzähl hier mir mal, wie genießen. war denn die Suppe? Manuela, Ja. du Suppenkönigin, erzähl mal. Sehr lecker auch. Wirklich? Ja, wirklich sehr lecker. Gut, also wäre jetzt für meinen Betrieb so nicht geeignet, vom Wareneinsatz her, denke ich mal. Was? Wenn ich als Hauptanteil statt Rotkohl Maronen habe, komme ich wahrscheinlich von der Kalkulation nicht mehr so gut hin. Ne? Ja, okay, Maronen Also sind ein Maronen bisschen sind teurer, schon sehr ja. teuer. Ne? Ja. Und es wird halt, bei mir ist ja eben die Suppe die Hauptmahlzeit. Und dann brauche ich natürlich auch schon ein bisschen dicker einfach, ne? Ein bisschen mehr Kartoffel dann drin. Aber Maronen haben ja sehr viel Stärke, Das die stimmt. binden natürlich. Du Das kannst halb Kartoffel, halb Marone zum Beispiel auch nehmen. Würde auch noch reichen. So René, wie findest du meinen Hauptgang? Oh, jetzt kommt's. Ganz wunderbar. Also du hast alles auch aufgenommen, muss ich sagen. Ja, ich hatte so eine Pilzcremolada gemacht mit den Haselnüssen. Du hast den Pilz drin, du hast die Haselnüsse dabei. Du hast im Prinzip alles so umverarbeitet, wie ich es auch irgendwie anders gemacht hatte. Ja, Ja. ja toll. Ja, die Sendung Und du heißt hast vor allem die Knochen noch schön geputzt vom Curry, sehe ich da gerade. Ne? Ich hatte das ja nur so grob vorgeschlachtet. Aber René, könntest du einen Teil von meinem Essen bei dir zum Beispiel in die Gerichte mit einfügen? Oder sagst du, nee, das ist mir zu kompliziert? Für mittags ist es zu aufwendig für uns. Also wir fahren auch mittags eher eine einfache Schiene, aber abends muss man immer ambitioniert sein. Also finde ich toll. Könnte ich mir gut vorstellen. War für mich so ein super ansprechendes Hauptgericht. Aber ich würde natürlich auch gerne noch wissen, wie René das gemacht hat. Also muss ich persönlich da noch mal vorbeigehen. Rainer, mein Lieber, wie hat's dir denn geschmeckt? Also man merkt sofort, wo du herkommst. Du bist halt ein richtig, richtig guter Koch. Und das sieht man dann auf dem Teller und schmeckt man auch. Soße war großartig und den Champignon fand ich ganz, ganz klasse mit den Nüssen daher, bei der Steckrübe und so. Ich fand's richtig gut. Wenn du mal in München eine Profiküche brauchst, Danke, brauche ich bestimmt. steht meine bald. Küche dir, jederzeit stehen die Türen offen. Du kannst jederzeit kommen. Nee, wirklich, schätze ich sehr. Da trinke ich Dankeschön. gerne drauf. Vielen Dank, die Herren. Das war mir eine große Freude. Danke. Aber es gibt noch ein Dessert. Sagen wir mal so. Es gibt noch ein Dessert. Also ich bin immer froh, wenn es nach einem deftigen Hauptgericht auch ein schön was Süßes hinten drauf gibt. Deswegen war das eben eine willkommene Überraschung für mich. Bon Patis. Hier aus Kassel? Ja. Ah, schön. Sieht das lecker aus. Sieht gut aus. Ja, gut gemacht und gut eingekauft. Das war der krönende Abschluss und das Schöne war ja, dass der Ali ja Gourmet-Küche heute gekocht hat und das sind ja immer so kleine Portionen. Und da waren wir natürlich froh, dass wir noch ein Dessert hatten. Das war schön. Vielen Dank, dass du da warst. Prost.